Dann also, herzlich willkommen, mein Name ist Gerun. Wir spielen jetzt Encased in unserer neuen Folge. Was ist Encased? Eigentlich auch live gestreamt jetzt am 12.02. Und wir schauen jetzt uns gemeinsam das Spiel hier an. Es ist ein Sci-Fi, postapokalyptisches RPG, wenn wir es mal jetzt einfach mal so kurz ablesen. Darin gibt es Rundentaktik-basierte Kämpfe. Ich freue mich darauf. Und irgendwie so setting-technisch erinnert es mich gerade ein bisschen an The Last of Us. The Outer Worlds und Fallout. Mit der Ikonografie sind sie auch schon so Richtung Fallout unterwegs, deswegen finde ich das ganz passend. Vermutlich ist das auch eine ihrer Inspirationen. Und deswegen hört sich das doch ganz sehr spannend an. Wie ihr seht, ist es außerdem noch in Early Access. Die haben eine Public Roadmap, die am 26. September hatten sie den Early Access Launch. Jetzt haben sie hier den Early Access Patch 1 rausgebracht und jetzt in Zukunft ist noch der Early EA Patch 2 und 3 geplant und dann irgendwann der Release. Insgesamt gibt es schon den Prolog. Danach haben wir eine Open World und die wird mit jedem EA-Patch dann auch gefüllt. Das heißt neue Story-Locations, Charaktere, Waffen, Relikte, Quests und vieles weiteres soll da noch hinzukommen. Das heißt, falls ihr das jetzt hier interessant findet, aber denkt euch so, boah, nee, das könnte was werden, aber ist jetzt noch nicht genau das, was ich will. Ihr könnt es ja mal wishlisten und dann kriegt ihr eine Notification, wenn es dann tatsächlich released wird und dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Vielleicht schauen wir uns dann auch hier im Kanal nochmal an. Wenn das dann von Interesse ist, dann fragt mich danach, dann weiß ich, dass ihr das wollt. Und ansonsten schauen wir mal, ne? So, dann fangen wir das Spiel jetzt tatsächlich mal an. Können wir kurz in die Settings reinschauen. Ist jetzt hier auf Englisch gerade. Wir können es auch auf Russisch spielen und das war es auch schon. Also Russisch und Englisch gibt es als Lokalisierung. Deutsch, ich weiß nicht, ob es jetzt geplant ist, aber Deutsch ist ja durchaus eine der Sprachen, die relativ oft Teil der Standardsynchronisierung ist. Lokalisierung meine ich. Das liegt daran, dass wir ein relativ großer Markt sind. Und genau. So, Input, ja, Sound, Graphics. Ja. Wir haben es anscheinend auf Low gestellt. Ist okay. Ist noch nicht ganz optimiert, vermutlich das Spiel. Ich habe aktuell 30 Frames per Second und wir spielen anscheinend in der Version 0.16.121.10.0246. Dummerweise ist der Frames Counter genau vor der Versionsnummer. Bisschen unpraktisch. Naja. Gut, drücken wir mal New Game. Schauen, was uns erwartet. You remember how it all started. The year was 1971. The dome was discovered in a remote desert, a gigantic structure of unknown origin. Then, the leading world powers founded the Cronus Corporation with the purpose of researching it. Scientists and other experts were transported inside the dome from Crystal Sands, a city built at its foot. The Spire Station was also built at the top of the mysterious formation, and all the goods and personnel were moving through it to reach the lands beneath the dome. Cronus promised the flourishing of the civilization in its advertising materials. Teleportation technology, flying cars, new power sources, the cure for all diseases, maybe even eternal life. Who knows? We thought it's our golden ticket. We thought these hospitality open doors led us to the greatest treasury in the universe. And although it was impossible to leave the dome, this subtle warning didn't stop us. Our faith in the better future made us blind. We were looking for new technologies and found millions of strange mechanisms we didn't know how to use. We were searching for immortality, but we lost so many lives. We let the genie out of the bottle, and we had no idea what it will take in exchange for fulfilling our wishes. We were delusional, not seeing the big picture. In September 1976, the day you were delivered from Spire to Magellan Station, the delusions
were never stronger. Ja, servus Darkunft, wie geht's denn? Und bei dem Satz muss ich halt eher so an Alphaville denken. Forever young, I want to be forever young. Ne? Aber gut, also RPG-typisch dürfen wir jetzt unseren Charakter mal zusammenstellen. Basic information, welcome to the character creation screen, where you will make up a protagonist in the role of which you are to plunge into adventures under the dome. To begin, write the name of your character, select the wing in which they work, their portrait, then adjust appearance, then click the next button to continue. Okay. Details kann man da nicht haben. Gut, ich habe keine Ahnung, wofür diese ganzen Wings sind. Ich glaube, schätzungsweise gibt es 5. Hier was. Pentagon, the Cronus department in which your character serves, affects available ways of interacting with company equipment employees. Okay. Ich finde auch schön, dass wir bei Gender mit Other starten und dass wir dann den Bodytype Male Female auswählen können und dann hier verschiedene. Okay, das Asian ist nicht gut, das ist komisch. Ich sehe aus wie so ein Stück Käse. Reifer Käse. So Butterkäse oder so. Aber gut. Also da wäre vielleicht nochmal eine bessere Farbanpassung gut. Weil ich würde nicht gerade sagen, dass... Also das ist schon, glaube ich, ein gutes Braun. Aber es ist halt auch so dieses helle Braun. Und es wirkt etwas seltsam mit dem Gesicht, das doch eher so Caucasian aussieht. Nee, Trump gibt's nicht. So, aber gut. Ich würde mal gerne noch wissen, was passiert, wenn man als Gender Other eingibt. Also dann werden vermutlich Pronouns entsprechend angepasst. Ich finde auch interessant, wir können als Porträt irgendwas nehmen. Also unsere sieht ja jetzt gerade so aus. Und unser Porträt sagt jetzt halt das hier gerade. So. Genau, guck, der Typ ist nicht gelb. Warum kann ich nicht aussehen wie der Typ? Das ist asiatisch gewesen. Könnte japanisch gewesen sein. Oh, cool. Es gibt so ein paar Möglichkeiten. Es scheint schon so divers zu sein. Wir können auch Leute mit Namen spielen. Sehr cool. Das erinnert mich so ein bisschen vom Archetyp so ein bisschen an unsere Parvati. So süße Engineer. Das nicht ganz so süße Engineer, das könnte einfach nur so tougher Engineer sein. Oder irgendwie was mit militärisch unterwegs sein. Wissenschaftlerin. Etwas ältere Frau mit könnte alles möglich sein. Keine berufstypischen. Oder das könnte auch einfach die moderne Version vom Kragen sein. Das sieht jetzt nämlich gar nicht mehr so sehr nach Labcoat aus. Schickes Tattoo. Ich bin ja eigentlich auch mal gespannt, ob wir die ganzen Frauen nachbauen können. Sie hat rote Haare. Wir spielen ja für gewöhnlich immer so eine rothaarige. Wir können ja mal schauen, ob wir das hinkriegen. So, der Zopf dürfte eigentlich schon... Okay, mal, ich will mal was ausprobieren. Ein bisschen Haare. Okay, am Ende wird es dann doch wieder der Zopf. Das ist ein... okay, der Kopf, der schaut manchmal so ein bisschen durch. Ich habe mich gerade schon gewundert, was ist das dann für eine komische Haarform. Kopftyp. Kriegen wir das so ein bisschen hin? Da hatten wir auf jeden Fall gerade die mit dem durchzogenen Auge. Sieht
das könnte sie sein. Ja, wir nehmen mal das hier. Hair Color. Was ist das hier? Ich glaube, das ist es. Und die Ohren sind es nicht ganz. Ich fände es auch echt witzig, wenn wir die ganzen Porträts gar nicht erreichen können hier mit unserem Charakter, was ich ein bisschen schade fände. Ne, scheint, wir können das nicht erreichen. Wir können uns nur sehr, sehr viele Ohrringe dran machen. Oh, komm, dann haben wir mal so ein... Können wir mal irgendwie einen Nasenring mit irgendwas am Ohr. Können wir das haben? Ne, das ist irgendwie alles. Ich will nicht an der Augenbraue. Gab es das nirgendwo? Ich kann nur alles haben. Also einmal Ohre und Augenbraue. Aber die Augenbraue will ich nicht haben. Gut, dann haben wir halt jetzt nur diesen Nasenring. So. Feature Color. Achso, ja gut. Ich hätte jetzt noch eine Farbe für dieses Feature aussuchen können, aber das sieht man so schlecht, dass quasi egal. So, wir können jetzt hier außerdem mal ein bisschen dazu lesen zu unserem... wir können auch ein Alter aussuchen. Affect some dialogues. Okay, also tatsächlich, je nachdem wie alt wir sind, gibt es andere Dialogoptionen. Das finde ich spannend. Ich nehme mal einfach 30, weil ich 30 bin. Und... Wie hoch kann ich das hochdrehen? Ah, okay, bis 56 ging das, glaube ich, gerade. Nee, 60? Okay, ich kann 60, also 18 bis 60 kann ich sein. Witzig. Hallo Schokochan, wie geht's dir? Ja, ich glaube mit 30 bin dann eigentlich ganz gut in der Mitte, oder? Machen wir hier mal 30. So, und jetzt halte ich auch mal mit, damit Schokochan hier nicht ganz alleine an der Arena ist. Das wäre ja langweilig. Ne? So. Und dann schauen wir mal. Also, Blackwing is using the most powerful weapons and advanced military equipment. The employees of Blackwing protect humanity from the myriad hazards of the Dome. Blackwing's command is made up of the best officers from the most highly trained armies in the world who coordinate their subordinates to provide maximum security for everyone from every wing under the Dome. Okay, das heißt, wir haben hier ganz viele Waffen, Boni. Okay, don't show this again, thank you. Orange Wing. Ah, guck, jetzt haben wir unseren... Sie sieht so ein bisschen... Jetzt erinnert sie mich ein bisschen an hier Luke Skywalker in seinem X-Wing. So ein bisschen von der Uniform. Auch dieser Brustharness und so, aber egal. Every person deserves a second chance. Especially those willing to make amends for their crimes while working for the betterment of humanity. Orange Wing was created especially for those people. Its employees are everywhere, providing every kind of domestic service, from cleaning and delivery to manufacturing and construction. There's a lot of work to be done at the Dome, and every employee of Orange Wing will find a way to make... gutes Englisch. To make their own contribution. Das heißt, wir haben irgendwie 15 auf Criminal, 15 auf Gambling, aber dafür sind wir robuster. Ja, nach 7 Tagen Durcharbeiten ziemlich müde, immer um 5 aufstehen. Sagt, oh, Pain. Oh, eklig. Und jetzt hast du einen freien Tag, morgen dann nochmal einen Tag arbeiten, dann 4 Tage frei. Nice. Hey, du wolltest doch gehen. Niemals. Ich gebe doch... Das wäre gammelig, wenn du jetzt... Außerdem könntest du jetzt 2 Bohnen mehr gewinnen. Also eine Bohne mehr gewinnen. Und wenn noch mehr Leute mitmachen, vielleicht noch mehr Bohnen mehr gewinnen. Ansonsten würdest du ja nur eine Bohne gewinnen für hier... Du hast in der Arena gekämpft, das ist ja langweilig.
Mir geht's auch, ich bin auch sehr fertig. Ich habe jetzt irgendwie heute 4 Stunden geschlafen, gestern auch schlechte Nachrichten bekommen, ähm, direkt vom Schlafen gehen, deswegen konnte ich auch nicht so wirklich schlafen. Das war jetzt eher so suboptimal. Genau, und dann habe ich vorhin irgendwie versucht, mal 1,5 Stunden irgendwie Mittagsschlaf zu machen. Das hat auch nicht so wirklich geholfen. Das war so ein bisschen traurig. Also ich bin jetzt auch noch ein bisschen neben der Spur, aber werden schon hinhauen. Plus ist Plus, ja, Plus ist Plus, aber irgendwie fühlt es sich nicht nach Plus an. So, und wer ist es jetzt? Schoko-chan oder ich? Schoko-chan oder ich? Das ist so viel dazu. Hallo Schoko-chan. So, wir können auch in dem White Wing arbeiten. It is often said that the time of great discoveries has now passed. What nincompoopry. Just like Galileo and Newton, White Wing employees are launching a new era for science. We represent the best minds of humanity, working diligently in laboratories equipped with the most modern tech to uncover the mysteries of this ancient civilization. Starting bonuses +1 Brains, Science and Medicine. Das hört sich eigentlich auch ganz cool an. Das hört sich auch so einem typischen Charakter von mir an. Ich glaube, die werden nicht besser. Aber ja, es ist schon nicht so geil. So, Blue Wing. Das finde ich eine interessante Annäherung an den hier Blaumann. Beziehungsweise so ein, wie heißt das hier? Overall? Nicht Overall. Einfach nur das hier mit den Hosenträgern. Was ist das denn? Ich habe gerade keine Ahnung mehr. Blue Wing, the dome lay dormant for centuries and came to life only with the arrival of people. Today, this region is a gigantic 30,000 square kilometers construction site with thousands of cars, snow-white cities, and a network of motorways spanning the inhospitable desert. Cronus is rightfully proud of its world-class infrastructure, built from the ground up thanks to the hard work and knowledge of the employees of Blue Wing. Okay, das heißt, wir können 15 plus 15 Contraptions. Das heißt, vermutlich können wir Fallen bauen und 15 auf Tech. Das ist ja cool. Also sie sind handwerklich begabt. Oder wir laufen als sowas hier rum. Silverwing. Determine the first priority out of 1,000. Find experts who can suss out the best solutions to every problem. Equip workers with the right tools and ship the necessary materials where they need to go. Every base built and every successful expedition is a testament to the hard work and deep wisdom of Silverwing managers. Okay, das ist unser Charisma. Also, ja. Anscheinend starten wir auch mit ein bisschen mehr Geld, finde ich praktisch. Okay, also wir können hier als so mit Fokus auf Kämpfer, wir können hier Richtung Kriminelles vorgehen, oder halt als Science and Medicine Mensch. Ich glaube, Science and Medicine gefällt mir. Ich weiß noch nicht, ob das so richtig gut funktioniert für das Spiel. Ich weiß ja gar nicht, wie das Balancing ist. Aber ja. Ich finde ein bisschen schade, dass man das Feld nicht auch auf 2 Buchstaben runterkürzen kann, weil es gibt ja Leute, die haben halt so kurze Namen. Aber gut. Next. So, wir spielen ja so wieder unsere Tana Tirana. Gut, Muscles sind wir jetzt deswegen entsprechend bei 2. Perception sind wir 7. Charisma, Brains, Deftness, Direction Time, Luck, Psyche. Okay, wir können vermutlich hier noch so ein bisschen rumschieben, wenn wir wollen. Und daraus bilden sich dann entsprechend diese hier. Genau, also zum Beispiel hier die Muskeln sind für Melee Damage, Hit Points und Piloting. Melee Weapons und ich glaube Heavy Weapons. Okay. Hallo Bibi. So. Okay, was haben wir?
Okay. Piloting. The skill of driving various vehicles. Contraptions. A high score in the skills means you're less likely to step into a bear trap or lose your hand to a hidden laser gadget. Also allows for better handling of explosive. Okay, das heißt, wir brauchen unbedingt jemanden, der für uns Explosive handelt. Psionics. Abilities of the mind, often thought of as supernatural. These include the ability to make near-future predictions, to sense the presence of nearby relics and to interact with forefathers' machinery. Okay, das heißt, wir brauchen Psioniker, wir brauchen einen Fallenfuzzi, am besten dann irgendwas halt noch mit Dieb und Kriminell gemeinsam und Leadership. Das wollten wir eigentlich selber übernehmen. Ah ja, ein Survivalist wäre vielleicht auch noch ganz praktisch. Aber gut. Machen wir weiter. Baby? Nein, nicht Bibi. Baby. Mal Baby. So, außerdem Tag Skills. Was sind Tag Skills? Your most advanced skills. Selecting a skill as tagged automatically grants it 20 extra points. Tag skills also develop at twice normal rate, usually 2 points for every 1 invested. Oh, ja, nice. Das heißt, Ja, hallo, Baby. Okay. Was heißt denn diese 3 eigentlich? Achso, anscheinend können wir hier jetzt 3 Fähigkeiten freischalten. Ah, und wenn wir hier draufklicken, dann wird das ein... Ah, okay. Das heißt, wir müssen jetzt schauen, was wir so für Dinge machen. Dinge jetzt hier vorherheben. Disarming Shot, Find Vulnerability, Crippling Shot, Ram, Shrapnel. Ja, ich würde High-Tech Weapons, Target Ignition. The ability to set fire to an adversary with your high-tech weapon. Ja, hört sich gut an. Brennende Menschen sind... Klingt fies. Ja. Brennende Menschen sind immer gut oder so ähnlich. Allows you to spend more AP to deal increased damage. You do 20% more damage when firing robots and androids. Unavailable in the current version. Ach, schade. Das können wir gar nicht auswählen. Hand-to-Hand würde ich jetzt nicht machen, weil wir sind jetzt nicht die stärksten. Blinding Strike, ja, das brauchen wir gar nicht. Psy-Shock, Powerful Mind Attack, Psy-Terror. Ach, übrigens, BB, ich wusste nicht, dass die KD durch Ranked-Matches bestimmt wird. Sonst hätte ich auch gesagt, dass ich nur ein einziges Match gemacht habe. Ah. Ja, das ist natürlich... Allows you to disable alarms and avoid the attention of security system and guards. Ja, das war unpraktisch. Und die ganzen Stealth-Fähigkeiten gibt es gerade gar nicht, das ist ja blöd. Okay, ich würde mal sagen, wir wählen Lockpicking aus. Wir können bei Speech 2 Punkte sogar vergeben. Ja. Charm. Ich glaube, wir machen... Intimidation Level 2. Leadership. Team Expansion. Das hört sich doch gut an. Ich glaube, wir machen das hier. Leadership hört sich nach einem guten Ding an. Die Contraptions, das überlasse ich wie gesagt wem anders. Piloting.
Ja, müssen wir irgendwie anders machen. Und dann vermutlich Medicine, Tech oder Science. Also eins davon kann ich jetzt halt nicht machen. Mechanics, Create and Manufacturing and Repairing. Make clothes from scrap materials. Das hört sich dann gut an. Science ist Hacking. Smart, okay. Unimproved Scanning. Ja, okay, wir holen uns auf jeden Fall hier für mehr XP holen. Das hört sich ganz gut an. Und ich glaube Medicine. Wir machen mal Medicine und Science. Tech werden wir dann halt irgendwie so noch lernen müssen. Ja. So, irgendwie so. Wir First Aid. Was ist? Oh, Reanimation, ja. Das Pharmacology ist, würde ich jetzt total noch gerne lernen, aber können wir nicht. Ich mache jetzt einfach noch First Aid dazu. Hacking, ja. Hacking Level 2, jo. Improved Scanning, meinetwegen. Okay, das heißt, wir haben alle Punkte verteilt. Ah ja, Hightech Weapons fehlt noch. Oh ja. Leute, heute in Brand setzen. Und das hier. So. Haben wir jetzt alle Fähigkeiten, Punkte verteilt. Nee, Survival könnte man noch. Strip. Ich würde sagen, mehr tragen. Das passt sehr zu mir. So. Schönes Zitat, vielen Dank, Easy. Und passenderweise auch mit der 66. Noch geiler wäre die 666, aber ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen Zitate hinzufügen. Gut. Gut, ich habe Skills und Attributspunkte verteilt. Das heißt jetzt hier nochmal die Übersicht. Mal schauen, was denn hier so geht. Achso, wir können auf Continue klicken. Ich habe gerade die ganze Zeit gedacht, so, okay, langer Ladebalken. The Dome is an international project of unprecedented scale. I would go so far as to say that humanity has come all this way to get exactly where we are now. War, slavery, genocide, all these efforts will pay off handsomely. Wait a moment, bad phrasing, cut that bit, will you? Sehr gut. Kriege, Sklaverei und Genozid. Die werden sich auszahlen. Und so denkst du so, das hätte man vielleicht besser formulieren können. Okay. Escape ist Pause. Das ist ja doof. Können wir das nicht auf Leerzeichen legen oder so? Oh Gott, was haben wir alles hier bekommen? New Notifications, ja. Input. Wo ist denn hier? Hier. Ach nee, skip turn is space. Ah, dang it. Ja, okay. Achso, wir sollen mit Leuten, glaube ich, reden. Okay,
A moustached man in a blue jumpsuit is standing at the window, studying a construction site below through the occasional break in the clouds. His bed reads, Igor Potanin, planner. Yo. The blue taps on the window with one finger and gestures you to come take a look. Looks like he doesn't speak English. Speech 20. Speak to... Wir können trotzdem mit ihm reden. Using sign language, exaggerated facial expressions, all your talent as a performer, you're able to connect with the planner. Yay! We have a connection. Ja, ich finde es auch seltsam, dass es irgendwie... Ja, aber es ist Menü, nicht Pause. Das ist nochmal ein bisschen was anderes, aber hier ist es anscheinend nur Pause. Menü ist F10. Once he's sure you're watching, Potanin points up in the direction of the spy station he left a few minutes ago. He sketches the outline of the station on a broad, foggy section of glass. Once he's finished, the blue turns to you, his face shining happily. Ich glaube, ich danke mal für diese Lektion und geh weg. Also, wir können mal über die Purpose of the station fragen. This time, Igor is quite laconic. He pauses, then confidently writes cargo and personnel in the block letters and draws an arrow pointing downward. Besides it, he writes relics and draws an arrow pointing up. You notice that one of his letters R is turned back to front. Okay, er könnte vermutlich dann russische Herkunft sein und das ist halt so ein, hier das kyrillische R. Ah. Thank Potanin for the lecture and step away. Just you to wait a moment. Rummages a small sweet out of his pocket and offers to you. There's a picture of a crayfish on a wrapper. Is it a crayfish flavored sweet? Wir probieren's mal. The sweet is strangely spongy and tooth-achingly sweet. You can only wonder what it has to do with crayfish. Okay, wir haben den Crayfish Candy Effekt bekommen. Ich habe keine Ahnung, was der Crayfish Candy Effekt. Wir kriegen +3 Initiative. So gut. So, Monty. A guy wearing thick spectacles thrusts out his sweaty hand. Monty James, Silverwing. He glanced at your badge. Ah, it's you. Your findings were extremely interesting. And your CV, wonderful, inspiring, really. When I had the opportunity to look over the files of my future colleagues, I couldn't resist. I don't want to sound boastful, but silver clearance levels has its advantages. Yeah. Cool, wenn wir jetzt Silverwing wären, hätten wir jetzt mit ihm anders reden können, aber ask him what he saw on your file. Monty makes a ring with his thumb and one finger. 0. Oh, Dorado, vielen Dank. Wohu. Ja, wohu. 31 Monate schon. Vielen Dank, Mann, für deinen ongoing Support, Mann. Und hier... Ich weiß auch nicht, warum das so leise ist. Normalerweise ist es voll laut, ne? Irgendwie gefühlt ändern sich auch ständig die Lautstärken bei allem, obwohl ich nichts verstelle. Das ist so weird. Achso, warte mal, ich glaube, ich weiß warum. Weil... Achso, jetzt kann ich gerade nicht reden. Jetzt kann ich gerade nicht ins Optionsmenü. Warte mal. Damit du trollen kannst. Okay. Ja, wir müssen das Spiel jetzt leiser kriegen. Nada, absolutely nothing. You're the dark horse. How exactly did you end up in this wing? Warte mal, ich dachte, wir können keine White Wing ans... Achso, doch, wir sind White Wing. Deswegen. Forward technology, say you're a doctor and caring for the pioneers of the dome is your holy mission. Holy mission! Holy shit. Admit that you see this as an opportunity to participate in mankind's greatest experiment. Ja, komm hier. Das beste Experiment. Oh, I see. If you ever decide to see together the Frankenstein's monster from the bodies of dead oranges, make sure to let me know. Ja. Das ist aber ein Arschlochwitz, du Depp. An uncomfortable silence rises between you, and Monty abruptly changes the subject. He taps the narrow illuminator panel with one finger. Look, there is a storm rising. The lightning is strange green. Shouldn't lightning be green? This is my first sandstorm. Okay. Ja, können wir jetzt nichts zu sagen. Wollen wir vielleicht auch nichts zu sagen.
So. Dann drehen wir das hier so runter. Dann drehen wir es hier wieder hoch. Dann hört ihr es nämlich wieder lauter. Und dann sollten auch wieder die Alerts lauter sein. Könnt ihr nochmal kurz probieren, weil es einfach so gut klingt. Oder wollen wir keinen Alert auslegen? Nö. Alerts auslösen ist zu langweilig. Standard. Ich weiß nicht warum. Ich habe halt eigentlich nochmal hier geklickt, dass nochmal der Alert ausgelöst werden soll. Hat aber keinen Bock hier. Ah, jetzt! Riechen! Wuhu! So, ist doch schon viel besser. Okay, wir haben jetzt hier mal mit dem... Reden wir mit Elsa. A tall woman is watching a video on her screen, arms crossed. The polished to shine badge on her black overall reads Elsa Olofsson, Security Services. After giving a quick once-over, she offers a hand in a business-like manner. Greetings, take all necessary precautions with this one. Don't turn your back on him. Elsa nods to the orange, also dem Typen hier rechts. Weil wir weder Silber noch Orange sind, können wir nicht das Besondere antworten. Ask her what's the dangers about this orange. Aber ich finde es cool, dass wir das schon mal sehen. Das heißt, wir sehen immer so für einen eventuellen zweiten Playthrough schon mal, was wir so alles verpasst haben. I don't ask questions, just follow orders. Even if his crime was wasteful spending, I have to keep him handcuffed. Those are the rules. Olofsson shrugs in a mechanical way as if racking a slide. Our administration friends didn't deign to inform me about his record. Could be I'm escorting a serial killer. It's corporate policy, nothing more. She gives the Silver a vengeful look. Okay, ja dann macht ihr das mal alleine. Ich frag mal den Quentin. Hey Dude. So. Ja, easy, ne? Ja, Baby. Willst gar nicht rollen. Du doch niemals. The orange is dressed in a new jumpsuit. The shiny badge on his chest reads Quentin Bisley, Labourer. Oder Bisley? Weiß nicht. His side eyeing the screen skeptically. Despite his tired, grim expression, his gaze is open and friendly. However, the general impression is unmistakable. There is something scary about Bisley. Ask about the bracelets on his wrist. Ja, genau. Quentin raises his hands to examine the futuristic restraints. They are called human handcuffs. Get the punchline? They're anything but humane. They deliver an electric shock the moment you touch a rifle. They do look good though. Bisley lowers his hands to his lap once more. Ask him how he ended up in prison. Doran's face stretches into a broad smile, bearing his dentures to the world. Like everyone else. I was delivered there in a Blackwing transport. Ah, okay, also ich glaube, hat wirklich was Übles gemacht. There are others, though, who arrive at the main entrance. He nods at the Blackwing woman beside him. Her nose wrinkles in displeasure, but she says nothing. Okay, ihr seid alle weird. Aber hier, die Tomoko Kimura. A pale and thin young woman is sitting at a window, leaning against the illuminator. The glass is slightly fogged with her breath. She turns to you. Her shiny badge reads, Tomoko Kimura, Crystallographer. Crystallographer? Was wir nicht alles für seltsame Berufe haben. We've crossed the border. No way back now. The white presses small hands to her blushing cheeks. Sie freut sich. It started with an article I read about luminous mirrors with changeable crystalline lattices. That's what led me here. I have a theory, but I'm not ready to share it yet, she says softly, as if answering a question you hadn't asked. Oh, what will perception find from? Ask Kimura if she sees the dark stain on the outer surface of the dome. Peers through the glass in the direction you indicate. Oh, that's that unfortunate aircraft, the one that crashed into the dome during the first expedition. I believe that's a wing fragment over there and some white canvas. What do you think it is? Maybe a parachute? The white shakes her head, bewildered. Now that I'm here, I just can't believe it. It's all true. We're on our way to meet the future. Ask her what she meant by saying we've crossed the border. Shoots you surprisingly. Sounds like you missed a few details in the briefing. The dome is a selective, permeable environment. The white draws an invisible hemisphere into the air.
Inorganic objects may exit the dome without difficulty, but any living creature dies if transported back to the outside world. That's why we're all stuck here for an indefinite period of time. Können wir mal ein bisschen hier Science Muscles flexen. Kimura listens closely, seemingly considering your every word. It's possible, yes, quite possible. She returns to staring absently through the window, her mind far away. Tomoko tosses her head. I'm supposed to be appointed to White Swan Base. Okay, it's an ambitious scientific cluster project facilitating experimentation with the forefathers' most advanced technology. At the moment, White Swan is the only research station under the dome inhabited and operated exclusively by scientists. Who knows? Maybe we'll end up working together one day. You're obviously serious about the sciences. Okay. Wir haben mit allen geredet. Achso, ja, wir hätten noch die ganze Zeit sagen können, so fuck this shit, wir sind aus. Gazing out through the porthole, you watch as the ground slowly approaches. It looks brown, black through the tinted glass and smoky blue at the horizon. The clouds pull apart from one another like cotton candy. Ich finde diese Mood Pictures ziemlich cool. You scan the desert for any signs of the anomalies you've heard so much about. General term for variety, psychochemical phenomena of uncertain nature endemic to the dome. The recommended approach is stay out or die. Okay, es gibt auch Anomalien, wie ein bisschen wie ein Stalker, scheint mir. A flat dark object hangs in the air above the horizon. It vaguely resembles a mushroom cloud, but with a much more dense structure. In the distance you can also see a strange, apparently man-made wall rising from the sand. All the radio ads and TV shows were telling the truth. This place really was made for those who place their trust in science. Just as you're about to move away from the window, you notice a whirlwind beginning to form above the Ocker Plain. The gathering storm drifts unhurriedly above the desert, a crown of green lightning flashing at its center. Clearly no ordinary weather phenomenon. It must be one of the dome's much discussed anomalies. Okay. So, dann schauen wir doch mal, was passiert, wenn der Wirbelwind tatsächlich den Boden berührt. Oh, okay. Es ist weg. Es ist weg. This is the end of the Cold War. The world economy now revolves around the dome and the study of its technologies, and an effort shared among many nations, both capitalist and socialist. The world can rest easy. There will be no nuclear apocalypse, only collaboration in the interest of all mankind. Okay, das sagt mal so ein Newsartikel. Das wäre eine Möglichkeit. It's so hot there, Mark. Okay. Count to 3. 1, 2, 3. 3? Phew. Wait, just a bit. Huh? Fuck you, Lucas. Okay, dann gehen wir mal weiter. Come here, come on now, or you'll miss everything. A cheerful man in a white lab coat grabs you by the sleeve. A battery-eating Ludovico Nuzzi, scientific analyst export department, is hanging limply from a clean uniform, still redolent of wash powder. Look over there! He gestures sweeping upwards and hands you his field binocular. Dann schauen wir mal, was denn uns zeigen will. You raise the binocular to your eyes. 4 times magnified, the whirling cloud above the rust-colored place looks even stranger. Its core glows with flickering green light and flashes rhythmically, and that rhythm seems to form a complicated pattern. Nozzy bends closer to you. Fascinating. Do you want me to set up some filters? If we intercept the red and blue spectrum, we see something amazing. It's like a signal, some kind of message. Okay. Was schauen wir uns denn gerade eigentlich an? I don't know. Ludovico laughs unnervingly and snatches the binocular from her hands. With the glass raised to his eyes, he immediately adjusts the focus. It's a massive windstorm north of Concord, and not merely some desert sandstorms. That's an anomaly. I hope it lasts long enough for me to make a proper observation.
Ja, das hilft ich für dich auch, Ludovico. Ask him what scientific analyst exports department means. The scientist looks blankly at you, then down at his lab coat. Ah, is that what you're talking about? He roars with laughter. Points at the building behind him. I work in Concord Station, categorizing relics. My job is to classify the rarity. Then the blues package them, silvers scribble on all kinds of papers, and oranges move them to the cargo capsule, just like the one you arrived in. Ah, okay. Points upwards. Then the capsule takes these relics way up there. Way up your butt. Was? All the way to the spire. Also eigentlich müsste ich mit mehr Rülpsen und so sagen. Then Morty, the capsule takes the relics way up there. All the way up to the butt, the spire. Cronus auctions them off and turns them into money. I'm ambiguous about the whole system, but not about salary. Get me? Also ich könnte fast sagen, dieser Satz klingt fast wie so eine Referenz an Rick and Morty. Super witzig. He offers you his binocular once again. Do you want to have a look at the spire? It's amazing. But then you can look at the spire anytime. No, that sunstorm, that's truly amazing. Ja, sorry, ich muss weg. Nuzzy looks from you to the capsule to the landing terminal entrance. He throws up his hands. Oh, Miss Scusi, excuse me, I'm so sorry. You better get going or you'll be late for check-in. Your colleagues are already inside, and the storm is growing stronger. Yeah, the storm is growing stronger. The White mutters in fascination, eyes glued to his binocular and fixed on the spiraling wind of clouds. Okay. Dann lass mal reingehen. Wackelt anscheinend mehr als es soll. Not now. Okay. 1000 Kanalpunkte stare directly into camera. Aber das mache ich doch ständig. Aber ich habe mir tatsächlich noch nie überlegt, was ich so für die Kanalpunkte machen soll. Ich weiß auch gerade gar nicht, was denn so, wie viel die meisten Leute haben. Aber ja, müsste ich mal. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwo rausfinden kann. Wie viele Punkte denn eigentlich gerade im Umlauf sind. Ja, das ist das halt das Problem mit deinen wenn du halt Dings bist. Moderator, dann wird es halt schwierig. Weil ich glaube, dann kriegst du die ganzen Sachen auch für gratis. Anscheinend können wir jetzt. Anscheinend muss ich jetzt auch gerade gar nicht rausfinden, wie viele Punkte die Leute haben, weil anscheinend kann Twitch das selber anpassen. Witzig. Ah ja, und Sub. Du bekommst nichts gratis. Aber als Sub bekommst du mehr. Das ist ja total dumm. Das ist ja total dumm, dass du nur als Mod, nur als Sub was mehr bekommst. Sehr weird. Aber gut. So, whatever these fantastists call the Dome, an alien colony ship, a gift to humanity from another world, the remnants of Atlantis, a prison for dark forces, a magic laboratory of the ancient Egyptians. Personally, I think the definition doesn't matter. What we are going to do with it, that's what matters. Das ist richtig. Sehr, sehr richtig. So, warte mal, wir können mal irgendwie... Achso, nein, ich wollte keinen Report, nein. Oh. Okay, gut. Ich wollte... Janitor's Gear. Wir untersuchen das mal, weil wir können. Wir haben Alkohol gefunden. Ich würde sagen, das hört sich gut an. Alkohol finden. Das ist immer gut. Wir könnten hier Dinge einkaufen.
Wir könnten Montys Case durchsuchen, wenn wir es aufknacken können. Dazu müssen wir ihn aber wegschicken. Silverware, the glittering spectacles sitting on a... He raises his head and studies your face with a squint. Oh, it's you. How do you like the inside of the dome? Not ready to answer yet. Says sorrowfully down at his suitcase. My first impression is unfortunately not so positive. They forgot to add my name to the new recruits manifest. Can you imagine? Ja, soll ich dich registrieren? Are you for real? That would be incredibly helpful. Maybe my optimism about this place and the people working here was justified after all. Okay. So ein bisschen mehr happy. Access denied. A public terminal and mein access is denied. Okay, wir haben hier leere Shells gefunden. Aha. Können Hände waschen. Oh, wir haben Vigorous. Vor 15 Minuten haben wir ein Initiative mehr. Und Charisma Boost für 10 Minuten. Plus 1 Charisma. Voll witzig. Das ist cool, dass man tatsächlich, wenn man die ganzen Facilities nutzt oder so, dass man dann so ein bisschen Dings hat. Oh, das ist ja witzig. Warte, aber jetzt müssen wir wieder Hände waschen. Wenn wir auf dem Klo waren. Locked. Hatten wir hier nicht irgendwie Hacking oder so? Genau, einmal Hacking und Lockpicking, dankeschön. Wir speichern mal. Ich weiß aber gar nicht, ob ich hier denn, wie das denn hier ist mit dem Detection. Okay. Insufficient Ability Score, okay. Dann lass doch mal hacken. Fanspraying. Hacking. Hacking successful. After executing your workaround, the system boots in emergency mode, effectively bypassing the block. Register without assistance. To enter your data into the terminal, the system displays several tasks for new employees to complete upon arrival. Beep from Sarah's confirms that this information has been saved to your journal. Okay. The registration finished, you move on to the firmware update. When the port on the side of the terminal lights up, you select drone. Okay, was habe ich jetzt da hier reingepackt? Lines and lines of data are flying across the screen. The device in your hand suddenly changes color. It's true, after all, that sufficiently advanced technology is indistinguishably from magic. Okay, ich kann jetzt hier allen möglichen Unfug tun. Enter stat. Code executed, flash on the screen, followed by more text. Department White Wing, clearance level 1, Simon. Procedural actions, receive uniform and weapons, complete military training, complete scanner training, report to administrator. Okay, news. A mishmash of symbols fills the screen. Taking a closer look, you realize the characters present a photo. The image depicts a flaming ball floating above a laboratory workbench. 3 figures stand behind it. Scientists, presumably, but you cannot make out their faces. Okay, dann lesen wir das mal. 5 years of the future, humanity celebrates discovery of the Dome Day. Okay, just give the article. Chest thumping exaltation on the supposed future of human civilization. Mail, executed. Read the mail from Dean Rayet of Silver Wing. The employee, after completing your registration, please ensure you collect your uniform, collect your personal defense equipment, and complete the relevant training. Learn how to use the scanner, complete notice task, report to your administrator. You're strongly recommended to follow the station's rules of conduct. If at any point you are solicited to partake in an illegal act, report to the nearest guard immediately. Ah ja.
So, whilst reviewing the records, I learned of your purchase of the first issue of Cronus corporate bonds, which helped finance the expedition of 71. As a token of our gratitude, we are providing you a limited edition helmet of the first settlers. Please collect this gift from storage at your convenience. Ich glaube, das ist tatsächlich, das ist sein Ingame-Bonus, wenn man, glaube ich, Kickstarter gebackt hat, vermutlich. Und das ist ziemlich cool, dass sie das so in Universe so abhandeln, dass man halt hier die Corporate Bonds gekauft hat, um die Expedition sicherzustellen. Das ist ja cool. Okay, okay, jetzt können wir den Monty James registrieren auch. Once you double check the input, you press send. With a beep, the system accepts the data and redirects you to the main menu. Schade, ich hatte jetzt gehofft, dass wir die Sachen von Monty dort sehen. Just great, Mr. James. Hey, ich habe dich der Datenbank hinzugefügt. Monty takes off his spectacles, rests him on the cushion beside him, and envelops you in a big hug. Oh, he's a hugger. He puts his glass back on. Thank you so selflessly helping out a stranger. Perhaps the dome really is a special place. Ja, vielleicht. Oh nein, er hat seinen Koffer mitgenommen. Verdammte Axt, ich wollte ihn doch aufknacken. Auch so geil so. Ja, scheiße. Jetzt wollte ich doch gar nicht nett sein, sondern ihm die Dinge klauen. A tall receptionist watches you from behind his desk with a bored, haughty look. He waves impatiently at you to approach. Employee glanced at you indifferently. His upper lip is ever so slightly curled in contempt. All new employees must register first thing. Come up to the desk, please. The nameplate on the desk tells you you're talking with Dean Rayard, administrator. The administrator slaps himself on the forehead. I almost forgot the regulation pre-registration greeting. Just a second. Red produces a reel-to-reel tape recorder from beneath the desk, rewinds the tape to the beginning and presses play. The speaker explodes with a harsh crackling sound, at which the tick-tick of a metronome slowly grows louder. Okay, solemn music begins to play and the administrator's face takes on a serious expression. Dear employee, on behalf of the Cronus Foundation, I, Administrator Dean Rayard, welcome you to your new life under the dome. By joining our company, you choose the path of science and progress. You are among mankind's best, and we ask that you live up to this title. Deserve this title. Do your job honestly, obey the law, respect your colleagues, and together we will build the best possible future for all mankind. Dean puts the tape recorder away. Now that we're done with the official greeting, I'll register you and upgrade your Selectron, okay? Panda-Sticker! Ja, ich weiß, ich habe noch nicht umbenannt. Ach ja. Genau, für die Leute, die jetzt gerade die Chatnachricht gerade nicht gesehen haben. Mein Bot hat mal wieder beworben, dass ich ja gerade für meine Panda-Sticker sammeln will. Ich will für die nächste Convention gerne irgendwie möglichst viele davon haben, um die mitzubringen. Und genau. Ich glaube Donate ist es. Ausrufezeichen Donate. Easy. Donation gibt's nicht. Genau. Das heißt, falls ihr da 5 Euro oder mehr spendet, kriegt ihr da 10 Sticker von den neuen Lieferungen per Post zugeschickt, wenn sie dann fertig sind. Ihr müsst mir dazu halt eine Adresse schicken, aber... Dean's forehead crunches up as he studies the computer screen. Just a minute, seems you're already in the database. Ah, there's a note confirming you've been registered on another terminal, and a second note that your Selectron has been updated. Administrator's eyes scan left to right. He's apparently scrolling through your account. Nothing here about briefings though, so I'll bring you up to date. Do you want the short version or the detailed version? Machen wir die detaillierte Version, weil ich will mal wissen, was sie da sagen. Ray nods and points to the ceiling. First, you need a set of combat gear. Talk to Sidney Maynard. He'll sort you out. Second, weapons. Miss Margarita Chachenko is the clerk at the armory.
After she dispenses your firearm, you'll need to head to the training ground next door for a brief weapons handling exam. Third, science is the overarching purpose behind everything we do here. Go to Professor Van Alden to learn how to study relics, avoid anomalies, and catalogue what you've learned. This training is mandatory for all wings, not just white. And last, when you're done with your training, proceed to the boarding area. From there, you'll travel this Magellan white bus. Okay. Gut, also das ist klar. That's all then. Reach for the tape recorder, I think's better if the distractions go for a little welcoming preamble, but dash it all, that's nonsense. Welcome to Concord Station. Ja, vielen Dank. Okay, dann hier ist Sydney Maynard. Oder? Können wir hier was durchsuchen? Oh. Autsch. Oh, das hat wehgetan. Ich glaube, ich habe... Ja. Autsch, das hat wehgetan. Direkt mal wieder alles klauen. Alles klauen. So, Sydney. Was geht denn hier? Sydney. Behind the counter you find a small, neat guy. His gingerly hair shines with some kind of gel. His badge says, Sydney Maynard, storekeeper. The silver perks up at your approach. A thick notebook appears at once from under the counter. Sydney puts on the thick glasses that seem to age him 5 decades in an instant and studies the lined pages. Silver finally stops with his finger pinning down on a particular page. This is your first uniform requisition, right? You can also purchase any equipment you need for the desert directly from me. Okay. Ja, erstmal das Equipment bekommen. Just this class. Before I give you the uniform, please listen to this instruction. Yeah, listening. So I'm not going to sugarcoat it. Life inside the dome can be dangerous. You may get shot, spill acid on yourself, get an electric shock, or suffer the effects of a dangerous anomaly. That's why it's important to wear protective equipment when traveling outdoors. Of course, in hazardous situations, the equipment will get damaged, and the more it's damaged, the more often one has to repair it. We've got repair kits for this gear. If you don't know how to fix stuff yourself, there are specialists at just about every base. They can help. Instructions are over. Now I'm going to issue your uniform. Folding a package mainly shows you a brand spanking new uniform. Proudly shakes out a bright white jacket. It more resembles a thick mantle than a lab coat. Look, this is the most advanced clothing on the dome. It protects from acid, aggressive fauna and radiation. Not very effectively though, don't expect miracles. One important thing. In accordance with Order 16225, helmets and gloves are not included, but you can purchase them from me. Okay. Okay, dann haben wir jetzt hier mal unsere Rüstung. Take on. Drücken wir mal I. Equip. Doppelklick. Doppelklick. Nice. Neue Uniform acquired, würde ich mal sagen. You again. Pretty sure you got the uniform already. Anything else I can do for you? Ja, warum sind denn hier keine Handschuhe und kein Helm dabei? There's nothing I can do about that. It's a result of the recent cost optimization order. Luckily, you can purchase these items from me at market price, but yeah. Okay, dann lassen wir handeln. Wir können Blackwing Cap kriegen. Okay. Witzig. Ich hätte es erwartet, dass wir nur hier White Wing Stuff bekommen. Oh, cool. Und einen Gürtel können wir auch bekommen. Wie viel Geld haben wir denn überhaupt? 40. Das kostet 48. Okay. Oh, was? Easy. Vielen Dank für deine Spende von Alf. Panda The Tingos Kira PAP Skidiki Papap. Oi. 6
00K Asus Deluxe X99 A2 GTX 1080. I said I hip hop the hippie to the hip hop, you don't stop the rock. You don't stop the rock. Yes, yes, of course you don't. Hip hop, hip hop, okay. So, wir brauchen jetzt irgendwie... und still pretty useful. Bottle of alcohol. $118. Können noch den Helm dazu bestellen. 104. Und dann hier noch 14, hätte ich gesagt. Okay. So, dann hier unser Kopfkondom und der Gürtel noch dazu. Dann fehlen eigentlich nur noch Handschuhe. Na gut, haben wir jetzt kein Geld mehr für. Skandalös. Eigentlich der Helm war nicht so wichtig, der Gürtel war aber wichtig, damit wir mehr Platz im Gürtel haben. So. An engineer in a bright blue jacket is tinkering with the other warlock, cursing under his breath non-stop. Blowing a curly strand of hair off his forehead, he turns to you. You're a newcomer, right? It's a proper open house today. Offers you his hand. According to his badge, this is Maxim Pankowski, technician. Technician slaps the door with one hand. You'll have to wait until I'm done. Oh. Hast du dich bedankt? Ja, habe ich, Easy. Habe ich. Skibidi Papa Skibidi Bum Bum Eis Skibidi Bum 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 Eis Skibidi Bum 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 Papa Bum Bum Skibidi Papa PANDASTK. Seit wann ich dachte, ich habe 1 Euro Donations ausgeschaltet, dachte ich. Habe ich das nicht getan? Weil 1 Euro Donations sind halt leider wirklich, wirklich sinnfrei. Ich dachte, ich hätte das ausgeschaltet. Aber trotzdem vielen Dank, Easy. Das Problem halt bei den 1 Euro Donations ist halt, dass halt wirklich nicht viel bei mir ankommt, wegen den Transaktionsgebühren von hier von PayPal. Deswegen hatte ich sie eigentlich ausgeschaltet, weil sie leider entsprechend also bei einem Euro kommen halt 67 Cent bei mir an. Das ist halt, was ich meiner Meinung nach nicht ganz so sinnvoll. Naja. So, nee, wo war ich denn? Irgendwie war das hier auch schon mal einfacher rauszufinden, wie man seine Donations anpasst. What the hell? Seriously? Ja. Die Streamlabs-Seite ist irgendwie sehr unübersichtlich geworden, finde ich. Mittlerweile.
Das ist so wirklich furchtbar unübersichtlich. Ach, die Idee mit ihrem Trololo. Achso, okay. Irgendwie hat es nicht gespeichert, als ich das beim letzten Mal eingetragen habe. Seltsam. Den ganzen anderen Spaß hat es gespeichert, aber das hier nicht. Sehr, sehr seltsam. Okay, dann haben wir das jetzt auch mal kurz gefixt. Asking whether you can open the door. You have to wait until I'm done. Some orange jammed up the lock with chewing gum just for a laugh. They're like animals, those oranges, marking the territory. Dann kannst du natürlich anders öffnen. I wish I could. I'm going to have to disassemble, clean and reassemble it to get it working. It's work I don't need and all thanks to some idiot. Extracts a thin precision probe from behind his ear and dangles it in front of you. Look, though there is another way. Do you want to learn something about picking locks? It's a useful skill in all sorts of situations. Reply what you like to learn. Ja, klar. Alright, look here. Presses his pick lock in and an odd device was assembling. A hybrid screwdriver can open it to hand. Using a mechanical pick lock is easy peasy, though they wear out fast. While the old-fashioned kind is another thing entirely. That's a tool for a master. Gives you a quick lesson on how to pick a common lock. By the way, you can carry your tools in your belt. It's much handier to have them right there. Okay, actually finding tools inside the dome is no problem at all. There are even devices for hacking terminals. Maxim hoists up his belt. The blue solemnly raises his index finger. And one more thing. Always use brand name stuff if you can. Groovy produces good kits, modders and Supercolor too. They've all got fat contracts with Cronus so they care about quality. Oh, thank you. Das ist wirklich praktisch so, dass er uns das sagt. Okay, hier. Das ist ja praktisch hier. Okay, das heißt, können wir die jetzt knacken? Ah, ne. Müssten 5 sein dafür. Okay, dann suchen wir jetzt mal noch weiter. Was finden wir da noch? Herr Blankseife. Produce a nice lather smelling of mint and lemon. And according to ants, kills up to 99% of bacteria. Okay, dann reden wir jetzt hier mal mit der anderen Person. Smell of good tobacco wafted off this tall, thick woman from a meter away. A black lacquered pipe, an open logbook full of signatures, and a metal flip calendar sit on a counter in front of her. A nameplate reads Margarita Kachenko. The woman smooths her grab coppery air with one hand and casually lights a pipe. What can I do for you? Her voice is deep and gravely. Yeah, sure, give me Buffy. I see this is your first time. Geht zu den Schränken. Kachenko returns a couple of minutes later carrying something that looks more like a toy than a weapon. She places the odd little device on the counter and spreads her hand. This is the Andromeda AP, same one they talk about on television. The Andromeda seems weightless as he spins it around one finger. I ain't telling you shit about this thing because that's exactly how much I know. Laser, schmazer, Catman, battery, fiberglass, body, blah blah blah. You probably know more about it than I do. Here. Okay. Take the weapon in one hand, point it at Kachenko and declare, "This is my turf now."
Except to fire him carefully with the barrel aimed downward like it were chained. I see, you know the rules, that's good. So. Was sind die negativen Teile in der Waffe? You kidding me? I'm a different breed, one that doesn't understand toy guns. What if it turns out to be radioactive? Sorry, but I can help you out on this one. Let's go with servicing the weapon. Fuck it, if it breaks, bring it back and I'll change it for another one. There was a little rack in the box that came in for cleaning the lenses, that's all I know. Okay, dankeschön. Und wer hat gewonnen? Sign your name while you're waiting. Margaret ducks under the counter and comes back holding several battery packs. Batteries for the Andromeda. The ammunition allotment is intended for one mission. If you want more, put in a request with the bureaucrats. Looking over the card to the back points somewhere off through one side. Now it's time for your training. Butterbee's already waiting for you by the big gate. He's a little crazy, but a good man nonetheless. Examine. Hit points 250. Okay. Okay, cool. Man kann auch mit so Rechtsklick auch Dinge dann machen. Ja, wo müssen wir jetzt hin? Hat das jetzt repariert? Ne, anscheinend nicht. Achso, warte mal, wir müssen, glaube ich... Okay, Andromeda Energy Pistol. So. Alright, you may go. I'll keep working on a lock. Amazing incursion to the fabulous golden sands of the dome. This young woman polished bag reads Leticia Rivares. She's getting a stack of glossy leaflets under her arm. You see another stack of leaflets on a nearby jam chair. The silver paces back and forth across the polished floor and in a confident voice recites a promotional speech seemingly composed of nothing but dull cliches. As soon as you approach, the woman sprints over to hand you a pamphlet. Take one, please. The Dome as your new home. An exciting read for the entire family. Ich hasse Papier. Decline the leaflet but keep listening to a speech. This woman's professional spiel turns out to be surprisingly long, cheerless, and tiresome. Her speech finished, Leticia takes a breath and starts over again. Ja, wir helfen ihr dann mal mit unseren Speech Skills und sagen mir mal, wie sie das dann machen soll. Listens quietly. At first skeptical, but then with growing interest. Yeah, 55 XP bekommen. By the end of your lecture, Rivara's eyes are gleaming with excitement. I see, you're saying I should offer people what they need, and if they don't need what I'm offering, I should create the need. Did I get it right? Seems like you're finally getting through. She's nodding vigorously. Yes, exactly. To hell with geckos and a spell species of cacti. I'm going to rewrite this form from scratch. Thank you so much. Hearty clap on the shoulder and walk away. Hey, tires of tasteless lunches at roadside diners? Are you paying too much for gas? Were you assigned cramped living quarters? I can help. Das hört sich trotzdem sehr viel besser an. So, ja. Dann, warte mal, hier kann man noch was flattern. So. Alles klar und Dankeschön. Hier mal mit dem Winsterby Botherby reden. A middle-aged black is sitting here with a... Es hört sich so schlecht an, a middle-aged black. Es ist halt Blackwing. Is sitting here with his hands in his lap. His shoes are polished to shine. The buttons on his uniform twinkle in the light, and even his badge, Winston Botherby Instructor, has been buffed so much it hurts your eyes to look at it. Botherby phones as you approach. Your first act is being late for the briefing. Are you going to be late for your funeral as well?
Snap to attention, report that you're here for your assignment, ready to receive instruction. The black glances up at you. Yes, I see. You came here with your weapon, fully prepared to disappoint me. You are ready, aren't you, employee? I'm ready. Take this elevator to the training grounds. Alright. The conditions on the training ground closely simulate what one would see in the field. Your goal is to avoid getting lost and dying of dehydration. Try to aim the barrel away from yourself when shooting. Pulling a notebook from his pocket, the instructor jots down your name. Your goal is to hit 3 targets. I'm going to monitor you and advise as necessary. And try not to burst into tears. That's all. Go ahead. Sir, yes, sir. Ja. War das ähnlich. Oh was, das Ding ist schon auf 50 runter. Krasser Shit. Und dafür, dass ich es einmal verwendet habe, ey. Bad. Okay. Alpha. Proceed to the Training Grounds. Okay, wir könnten hier hochgehen. Not enough ammo. Was? Not enough ammo? Na super. Dass wir das jetzt machen mussten. Ja dann. Was kostet denn Schießen? 3 Punkte. Super. Haben wir gut gemacht? So viel dazu. Skibidi. Ich glaube ja. New round. So. You are going down. Vantage point. So, ein AP haben wir gespeichert. So, jetzt probieren wir mal dieses Fass da hinten zu schießen. Nee, kriegen wir nicht hin. Schade. Out of range. Critical damage. Nice. Okay, ich denke, wir müssen einfach mal hier runtergehen. Und das war's dann. Ein AP wurde gespeichert. So, hier rüber. Was? Ah, okay, das ist schon mehr. Das, was ich sehen wollte. Target Hit. Sehr gut. Warum kann ich denn jetzt nicht nachladen? Ah, hier, Reload. Oh, da reden wir jetzt mal mit Winston. Bother be not grandly. You made it through the briefing without making a total fool of yourself. Congratulations. I'll send a report up the chain about your completely unanticipated success. You're the missed employee. Ja, geh mir halt auf den Sack. Kommen wir da rein? Ich weiß gar nicht, ob wir das dürfen. Plastics, Wooden Bar, Take All. Anscheinend juckt es die Leute nicht, dass ich da irgendwie irgendwelche Dinge durchsuche und klaue. Airplane.
Ich habe Drogen gefunden. In diesem Blumentopf. Ich habe Erde in dem Blumentopf gefunden. Wer hätte das erwartet? Wir machen gerade so weiter, wie wir in die Outer Worlds aufgehört haben. Seien wir doch einfach ehrlich. Seien wir einfach ehrlich. So. This doesn't contain any useful data. Okay. Ja, dann lass doch mal mit dem Andrei Mihai reden. A lean, dark-skinned silver with thick black hair and a huge cigar clamped in his teeth is sitting in front of you. As you approach, he flashes a tricky grin and slowly raises an outstretched hand above the table. Something really weird happens. All the paper clips, pencils, loose toothpicks and other little bits of trash float up off the table, hang in the air. A silver-colored badge reading Andrei Mihai, science instructor, floats up as well. Oh. Approach the table as if nothing unusual is occurring. Give me your hand, he demands. Before you can answer, he grabs your hand in his strong brown fingers. Andrei gropes your hand with an expression of fierce concentration. Do you practice? Bells? Bulbs? Brushing mugs off the table? Aha. Ask what it means. The silver takes a pull at his cigar and releases a self-important puff of smoke. Psionics, it's a gift for all of us. The forefathers got off. Pfft, and they're gone, only the dome remains. And this, a psionics? He rocks back in his armchair, puffing on his cigar. The toothpick again slowly rises from the table. Mihai opens his palm to the air. The toothpick revolves around his head like a cloud of slow-motion wooden insects. The scientists say people have a mental characteristic known as a psyche. You have it. I have it. Everyone has this. Your psyche is big. You got talents. The psyche is small. No talents. You'll be using lighter for cigar all your life. Okay. Ah, warte mal. Meine Nase ist gerade irgendwie unglücklich. Ich muss da mal was dagegen tun. Irgendwie dieser Mihai, der geht mir auf den Sack. Und er sieht ein bisschen aus wie der hier der aktuelle Böse. Hier Kylo Ren. Das erinnert an mich ein bisschen. So, dann machen wir doch jetzt mal weiter hier. Zeig mir doch mal, wie nutzt man denn so Cycles? Andrew gestures you to approach. That's easy. Can you clean a rifle? Tie shoelaces? It's the same principle here and you can learn it the same way. The same talent is required. Talent, um ein Gewehr zu reinigen? Um Schuhe zu binden? Also wenn du das für Talent hältst, dann, boy, musst du echt mal was sagen, ey. He moves a strange glove from one hand, his skin colored and so thin you hadn't noticed before. Look, this is a glove, right? But this is not an ordinary glove. This is a holy mama mia glove. It takes the energy from your coconut, your psyche, and whoop, concentrated. Der Typ ist ein bisschen crazy. The silver opens the drawer and takes out another glove. This one smells of iron and talc. Here you go. Don't worry, I've got more. Okay, dann zeig mir mal einen Trick. You don't have to ask him twice. Picks up a light bulb from the table, gripping the base in his hand. The filament begins to faintly glow. Soon enough, it comes to full heat and glows bright orange. In a little over a second, the bulb is shining with a steady white light. Komm, zeig mir noch einen Trick.
It doesn't take the psychic long to think of something. A small two-combond coin jumps up from the table and an invisible force implodes it into a crumpled metal ball. The ruined coin drops into a glass already most full of coins in the same state. Take me down zurück! You don't have to ask him twice. Ah. Achso, das ist tatsächlich die zweite Lampe. Ach nein. Das war... Mir is his hand good-naturedly as if to say here, welcome. The toothpick on the table skitters around for a moment, arranging themselves into a curse word. As loudly as his joke. The cigar falls from his mouth to float in the air, ash flaking weightlessly from the tip. Come. Ah, klar. Er zeigt mir immer nur dieselben Tricks, das ist langweilig. Ask him to tell about the history of psionics. Still takes a pull at his cigar and breathes a self-important puff of smoke. Achso, ja, okay. So, dann gehen wir mal, lassen den Typen alleine. Das Gute ist aber... Na toll, wir können diese Handschuhe gar nicht verwenden, weil wir nicht 30 Punkte in Psionics haben. Blöd. Oh, so groß ist das also schon. Okay. Also. So groß ist alles. Und wir sind irgendwo hier in sowas Kleinem. Bisschen krass. Ah, gut. Hier, drüben mal Sort, dann sortiert sich der ganze Spaß alleine. Viel besser. So, dann gehen wir mal zum Van Alden. Drehen mit ihm noch. You see a tall scientist in a white lab coat, bathed in the light of a dozen lamps. He seems to hover above the laboratory floor. The man turns at your footsteps. He's holding a notepad and a pencil. His shimmering badge reads, Sebastian van Alden. He glances from you to the expansive looking watch on his wrist. I want us to respect one another's time. Please speak clearly and to the point. You must be the newcomer I was told about. Nice to meet you. His unusual greetings finished, he offers you a thin hand. Greet him and say that you're here for your briefing. Sergeant puts the tablet aside, raises his watch to his face and sets the timer. He pulls a portable computer from his lab coat. I will demonstrate this only once. To switch on the scanner, press the button on the right side of the housing. The scanning beam is narrow, it's intended to focus on one object at a time. Van Alden turns on the scanner and continues. My advice is to scan anything that might be of scientific or statistical interest. Relics, forefathers objects, automatic doors, cars, vending machines, employee corpses. He turns the screen so you can use it. So you can see it. The scanner automatically transmits data to the Minerva system. For each piece of uploaded data, you receive points that can be exchanged for scientific equipment, clothing, medicine, and other items. It's an incentive system for employees. So my oral briefing fell within a lot span of time. The next stage is our hands-on training in our simulated echo zone. Press one finger on the button in preparation to start the timer. You're going to go downstairs and scan relics. I'll be monitoring your progress. Please note there are several radioactive anomalies in the echo zone. These are the same conditions we were working in. Radioactive zones and relics are as common as cacti inside the dome. Use anti-rad drugs to protect yourself from radiation. Which ones, you ask? ARAD 3, for example. If you end up irradiated anyway, take something else to scrub your system. Or you can visit a specialist for treatment. By the way, security protocol requires you to take this medicine with you when traveling to dangerous areas. Okay. He smoothly extracts a jar of yellow pills from his pocket. Here's your arrowhead, and one more thing, hang on. Extracts a canvas pouch of screws from his other pocket. It's a simple, reliable method. Throw a screw into an anomaly to trigger and discharge it. It will then require time to recharge. Now follow me, please. Alright. Achso, das ist empty.
drei Blatt Papier geklaut. Und mal hier in den PC gegangen. Können wir das auch scannen? Achso. Ich dachte, wir sollen so einen Unfug scannen. You have completed scanning everything. Finish the task first. Okay. Wo geht's denn hier runter? Da hier geht's runter. Au! Au. Okay, ich kann das aber jetzt auch nicht scannen irgendwie. Das ist jetzt irgendwie seltsam. Hm. Ich scanne. Achso. Das sind die Relikte. Ah. Okay, ein bisschen clunky das Ganze, muss ich zugeben. So, da vorne war jetzt noch so eins. Okay. Your finishing time is within acceptable range. Not bad. One question: you observed several anomalies while scanning. In your opinion, why did they appear? Yeah, White-wing formulated hypothesis based on the scanner's being wave structure. Scientist assumes a superior expression. I knew you'd come up with something like that. I see you understand nothing about the nature of anomalies, so let me add a couple of points. He glanced at the shimmering blue light in the echo zone. The truth is, we don't know the reason for this phenomena either. We actually know nothing, no matter how much we try to convince ourselves otherwise. Point of thinking out of clustered lightning. I personally believe the anomalies are the dome's security mechanisms. The ones you saw are relatively harmless, but there are different anomalies in the desert. Phenomena that toy with the human mind. Here we go. I'll tell Dean you passed the briefing. Okay. Dann gehen wir halt. Oh, warte. Was ist das hier? Medcom machine that provides medical care without any need for an actual doctor. Okay. Ne, wir können es nicht hacken. Können es vielleicht picken? Nö. Können wir auch nicht. Schade. Ich finde aber interessant, dass uns das Bild so ein bisschen blurry wird, sobald wir uns dem Dings nähern. So. Ich finde witzig, dass vorhin gesagt wurde, ja, wir sollen so solche Verkaufsmaschinen, Steckerautomaten
scannen, aber dann geht's nicht. Schade. Wir sind zu schlecht. Können wir nicht aufpicken. Dann reden wir jetzt mal mit Adolf Schmitz. This tall, blonde man in his 40s touches the brim of his black cap, then extends his finger for a shake. His fingers are stone hard. Badge on his broad chest reads Adolf Schmitz, head of security. Schmitz is studying you back, disapprovingly it seems. He wipes a bit of lint off your shoulder and adjusts the collar of your overall. Uniform could use a wash. Too bad. I'm Adolf Schmitz, head of the security service. You were to be sent to Magellan, but the situation has changed. Black nods towards the door behind him. I've got an urgent order for you. Your help is needed at a nearby object. Mr. Kingsley is waiting right now to give you your assignment. He'll tell you everything himself. Adolf steps inside. Glancing down at your boot, he shakes his head morosely. Ask why he needs you, but not the other white that arrived with you. You arrived together with I see, Tomoko Kimura. She's too specialized. That's why Mr. Kingsley asked for you specifically. Alright. Come in, please. The video phone is on the wall over there. Mr. Kingsley. The giant display glows welcomely when you approach. The red light comes from on under the screen's steel hood. The camera is switched on. Do you copy? Helene's close to the camera, his glass glittering. My name is Martin Kingsley. I'm Chief Officer of Magellan Base. I would have liked to meet you in person, but I was delayed by unforeseen circumstances. One moment, I'll grab your file. He reaches for something outside the screen and brings a thin folder with your name on the cover into view. Apparently your file. Kingsley opens to a folder to thumb through the pages. He marks one of the pages with a pencil. White Wing, you know I have a great deal of respect for your science division, and I find the people intriguing as well. I shouldn't ask, but how did you come to choose this profession? I'm a doctor, and I have to be available wherever my abilities are needed most. That's something in his journal. I'm glad to see you here. Our medical staffing requirements are about 47% filled right now. That's bad. Close file, was it? Thank you for your reply. I learned a little more about you. Now I want you to learn a little more about us. Keep in mind this is not rehearsed speech. When the dome was discovered in 1971, it became a scientific and media sensation. A worldwide phenomenon, likely the most significant discovery in the history of mankind. Kingsley drums his finger on the unseen desk, his gaze focused somewhere beyond. I see, you're enticed here by radio advertising, TV movies and interviews, billboards at every turn. Cronus wants the world to see the dome as a stage where something merry and fascinating is going on. But now that you're actually here, I want you to see the real picture. Can't make out his eyes behind the glare on his spectacles, but he seems to be staring directly at you. Here's the truth. Nobody was waiting for us inside the dome. It's either a treasury of technologies. It's neither a treasury of technologies nor a cemetery of the ancients. Perhaps what we're doing now is defusing the world's most complicated bomb. Will our mission thrive? I believe so. If we work together and everyone does his part. I say, do what must be done, because that's what the concept of the 5 wings is all about. You're a White Wing now, and everyone else, even myself, is working to allow you to do your part. But the inverse is also true. People are eagerly waiting for your results, discoveries, brilliant solutions to intractable problems. Some progress to justify all the catastrophes and tragedies that happen here inside the dome. Putting the folder aside, he sits back and stares at you in silence. It's now so quiet that the ticking of a clock can be heard through the speakers. You're probably waiting for some boilerplate welcome speech, but I prefer to talk about real-world problems. Glad to meet you. Say that you are
Say that, so are you. I apologize once again for this long distance meeting. Now, as we don't have much time, I'd like to get to the point. I'm sure you're curious why you were taken off the bus to Magellan and brought here instead. Oh, level 2. I'm going to show you a short video. Please pay attention. Kingsley's expressions abruptly go still. I have an urgent mission for an employee with your background and qualifications. I have assigned someone from Magellan, but I'm short on personnel. I apologize once again for the hurry, but it seems I have no choice. Maybe you've heard about Nashville Base. While preparing the materials for this mission, I came across a short documentary film about the complex. I think you should watch it. Okay, on Shamama. Speakers produce a hollow click. Purple and grey and black spots flick on the screen. The blurred title, The Cronus Archive 1971 to 1974, was used in the production of this recording. Appears at the bottom. Okay, watch on. The shadow of an airplane flies across the faded yellow set. Cheery voice fills the room. Every day, our researchers uncover more and more of the dome's secret. There is no doubt the underground structures, officially known as objects, are organized according to some pattern. Though early on, the importance of the forefathers' relics was considered insignificant. As it dims into the blackness of a chalkboard, white lines begin to form a schematic of the dome. So sieht es also aus. Okay. The narrator continues. By 1972, however, many important discoveries had come to light in a period of only a few months, and the construction of research bases adjacent to the more promising objects began. Personnel moved into Ankara in May of 1972, and within half a year, Boston and Dessau were also brought into service, though the biggest discovery was yet to come. The picture changes to a chasm suffused with electric light. Workers, scientists, and engineers are bustling everywhere. Speaker's voice seems to come from a distance. In November of 1973, a massive network of underground caves and a structure of hitherto unseen complexity was discovered in Sector 12, C12. Soon afterwards, the construction of C12 Nashville began. The camera glides through dim caverns as the silhouettes of bizarre mechanisms loom up from the dark and arrives at a massive dig site crowded with earth-moving machines and tired miners in orange overalls. C12 Nashville is an innovative research complex located atop the primary relic mining location. The complexity of this object is unique. Communications. The film abruptly cuts out and Kingsley facial repairs. The rest of this information is classified, but hopefully you get the main idea. Nashville is a very special place, requiring people with special qualifications. Technically, you don't have the clearance level for this, but I'm waiving it for this mission. Why is Nashville so special? Chief Officer bends threateningly closer. I said that information is classified. What exactly is unclear? Okay, wer ist noch in meiner Gruppe? Lowers his eyes and flips through some time. Only the driver, the rest of your group has already departed. I'll tell you everything you need to know. Don't worry. Und das ist meine Aufgabe. So the task. Nashville base stopped transmitting yesterday evening. Our reconnaissance group was sent out early today, but we haven't heard anything from them yet either. Normally I would never give this task to novice, but I just don't have enough people. Furthermore, the group was lacking someone with your specialization. Sensor units in the desert have reported that nearby anomalous zones were unusually active. I suspect a scientific approach will be needed to resolve the communication problems. Your task is to get to Nashville, figure out whatever's behind the communication problem, get in touch with your group and work with them to solve the problem. Go downstairs. The bus must be waiting for you in storage. This task is urgent, but a small delay is acceptable if there's anything you need to settle here first. That is all. Any questions? Nope. Kann loslegen. Great, dear. Take care of yourself. I talk to you later. Okay. Na yay. Ich glaube, das ist unser Bus.
durchzukommen noch. Okay, können wir nicht lockpicken. Ja, dann gehen wir jetzt nochmal hier. Trucks Truck. An orange tractor truck is waiting it. The vehicle's number has been scrapped off by the desert wind and sand. This must be the transport Kingsley spoke of. The driver's side is half open. A young woman is sitting behind the wheel, her legs dangling to one side. Chauffeur hand. I'm Clara Morgan, and you're the novice going to Nashville, right? What's your name? How do you feel? Do you mind if I smoke in the car? Her stand is surprisingly firm. Clara smells of soap, some fragrance, and slightly of gasoline. Okay. Was weißt du denn über C2 of Nashville? The blue adjusts a crucifix resting against the skin. It's a miracle of the Lord. A lot of rare relics have been coming out of Nashville recently. It's like a modern El Dorado. You know what El Dorado is? Clara rambles on for some time about the huge cave under Nashville and hundreds of relics pouring out of it every week. Okay, let's get in. Climb into the cabin and plonk yourself down on the passenger seat. The tractor is bigger on the inside than it looked. A wooden rosary is hanging from the driver's mirror. The radio murmurs quietly. Clara slams the door shut and grins. Here we go. God willing, you will get there before the sandstorm hits. Mind if I turn the radio up a bit? Do you like music? Blues, gospel? I, for instance, like... I can't make out exactly what Clara likes. The roar of the engine smothers the rest of her sentence. The truck lurches into motion. It's a long, long way to Ba Sing Se. Oh, wir haben den Crayfish Candy Effekt verloren. Schade. Okay, the Dome Meteorological Bureau was wrong on the North Highway. You were overtaken by a strange, faintly glowing storm. The truck stalled, and soon after the screen of your careless went black. Then, as quickly as it descended, the wailing desert winter vanished. Your very first mission began with an accident. A bad sign, to say the least. Dann sind wir jetzt endlich mal im Spiel angekommen. Wir haben jetzt echt lange gebraucht, um hierher zu kommen. Wir sind jetzt seit 2 Stunden am Streamen, ey. Ich weiß gar nicht mal, wann wir angefangen haben mit dem Stream vor dem Spiel. Aber... Warte mal, können wir hier auf... Ich glaube, wir haben Ausrufezeichen Game eingeben oder so. Dann sehen wir das. Zwei Stunden. Fast. Und wir sind jetzt erst durch dieses dumme Tutorial durch. Weil ich halt auch alles lesen muss. You don't make it to Nashville. At a low saddle-shaped mountain pass, the engine overheats and rapidly loses power. The truck coasts to a stop. Clara opens the hood and steps back from the steaming radiator. Here we go. There are always some problems with this gas station. In these parts, everything crumbles into dust. Anomalies. The blue stares actually at the dark funnel cloud dancing on the horizon. Ja. Kannst du es reparieren? Yes, I can. Well, I think I can. My parson says he only tests us with trials we can endure. I'll fix it, but it would be better for us to find some protection against this anomaly, otherwise we will not go far. Ask around the gas station while I'm working on it. See if they know anything. Say that you'll look for a way to protect the truck from the anomaly and move away. Alright, that's agreed then. I'll get everything ready in the meantime. So I have time to make it before the storm. Okay. Duell. Jetzt. Okay. Bitteschön. Ich hätte so ein bisschen gehofft, dass jetzt mitkommt, muss ich zugeben. Mal hoch. Precies hadden ik gewoon niet hebben dan. Schauen, was hier so ist. Turret. Scannen. Okay.
Und wir können den kleinen Tischplatz untersuchen. Das mal machen. Und wird gewonnen. Dude. So, hier. So. Wir schleppen gerade ganz viel Erde mit uns rum. Hey dude, scruffy old man with a wide and matted beard is sitting in front of the checker terminal. The badge on his blue jumpsuit is long since bleached away. The name Aaron Melville is written there in black marker. With a groan, he picks up a magnifying glass and peering through it, begins poking a keyboard with not one knobby finger. The computer plays a short tune. Mate, the system clears. The old man angrily sets the magnifying glass aside. A grandmaster, you piece of metal, not a grandmaster. And a cheaty boot. He raises his head, says Queen in your house. Come in now, we're open. You're better off not eating here and there's nothing to buy, but come in anyway. What's it you want? Shopkeeper rises from his seat and you notice he's sporting a peg where his left leg should be. Ja, mein Truck ist hier kaputt. The man looks over your truck through the dust-covered glass. I know. Rubber turns into dust. The grease seems to evaporate. No need to wonder about it, my dear. There's an active anomaly hereabouts. The gas station's really only 3 years old, though it looks more like 33. Okay, wie kann ich mich davor schützen? Well, I know. Sure thing, see the gas station over there. Some forefather thingy grows out of its wall and small round thingies fall out of it sometimes. Look in the basement. There must be just a couple of them there. Okay. Small key and a long cord from his neck and gives it to you. Okay. Erstmal alles hier. Borgen. Ein Compound. Da geht's gleich runter. Auch gleich. Oh. Wir können kochen, wenn wir was zum Kochen hätten. Ein Ei. Können wir das Ei irgendwie präparieren? Nein. So, what is a house if not a fortress? This cool old concept came to its logical conclusion in the 60s when it first began to construct bomb shelters under private residence en masse. I never believed that nuclear was inevitable, but people need to feel safe, right? With the dome's discovery, nuclear war is yesterday's news. Aliens are the new hot topic. The shelters being built now are precautions against the second coming of the forefathers. Something here. Redfall. Redfalls. Ja, cool. Ist gut an. Schere. Mal eine Schere. Ich wünschte, wir müssten nicht so lange warten, weil es ist ein Singleplayer-Game. Ich finde immer dumm, wenn in Singleplayer Dinge
Zeitkosten. Ich denke mir so, können wir es nicht einfach hier instant machen? Ich meine, ich spiele ja eh nur quasi gegen mich selber. 3 Schuss, 8 Münzen. Ganz viele Kartoffeln und Zwiebeln, die wir leider alle nicht neben essen können. Protein on. Couch. Überall liegt irgendwelcher Scheiß rum. Kaputte Schere sogar gefunden jetzt. So. Kaputter Kühlschrank. Oh. Wasser und Kaffee. Gaffer. Camper. Red Force, ja. Das 6. Ist das hier? Energon. Es ist halt. Slight Encumbrance. Ich bin ein bisschen zu überlastet. Nämlich gar nicht. Okay. Ich glaube, wir haben es angemacht. Also bisher kommt mir das Spiel sehr langsam vor. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur an mir liegt oder... What's wrong with the local cuisine? I mean that I cook for myself. It's, you know, a bit special. How's life? Call us life? I'm an old man. Live my ass. Well, what did you expect, my dear? The place is dull and everyone comes. They always want something. Some bandits or some whites. Something pulls them into the marsh. Today, one such game, walking around, poking things with a scanner, don't not shake hands. Well, what kind of person is that, let me ask you? How do you deal with bandits? Looks at public as well, your friends switches it. How do I deal with them? We ask. You've got a turret at the entrance to scare the vultures. It would be priceless if it actually worked. The power panel in the basement. There was a short circuit there, I think. If you like it, go and take a look. Go myself, but the leg of mine wasn't quite made for crawling in basements. Ach so. Anscheinend hätte man da was reparieren können. Ja, eventuell habe ich das schon kaputt gemacht, weil ich schon angemacht habe.
Ähm. Wo ist denn hier... Might be a relic in this basement gave you a key. Haben wir ein Relic da gehabt? Huh. Ich habe da kein Relic gefunden. Hab ich irgendwas übersehen? Schein habe ich irgendwas übersehen. Dann gehen wir halt da nochmal runter. Irgendwas haben wir da gesehen. Weil da soll ein Relikt sein. Und ich habe kein Relikt gefunden. Ist denn hier ein Relikt? Doch schon alles durchsucht. Habe ich broken? Muss ich mich erstmal setzen. Ich bin so gut im Sitzen. Ja, okay. Ich weiß jetzt nicht, was ich tun muss. Ich meine, wir sollten hier eigentlich was finden können. Irgendwas... Ja. Das finde ich auch so langsam easy. Irgendwas scheint hier seltsam zu sein.
Bisschen schade. Ich hätte mir da mehr erhofft. Wirklich mehr erhofft. Aber gut. Wir speichern das jetzt hier und... Also... Bisheriges Urteil ist einfach, ich glaube, wir müssen da noch eine Weile warten, bis wir wirklich das Spiel hier so wirklich spielen können, hätte ich gesagt. Ich weiß nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt irgendwie ein Fehler war oder und ob der wie üblich der ist, dass wir darüber stolpern. Ja. Okay, weil... Ich kann ja auch kurz durch die... Also Leute sind auch schon weitergekommen. Und jetzt ist die Frage... Also ich schaue gerade, ob ich irgendwas finde jetzt in den ersten paar Foren so dazu. Und hallo Ripper. Ich habe kein Postskriptum und ich glaube, ich werde es mir auch nicht holen. Oder müssen wir... Aber gut, ich sehe jetzt nicht direkt irgendwas, wie ich das jetzt hier ändern hätte können. Aber... ich hoffe, dir geht's gut, soweit.